Hallo zusammen, wir stricken heute mit euch diese Hausschuhe. So schaut der Schuh aus. Für diesen Hausschuh habe ich Wolle von der Firma Rilana, Flotte Socke heißt es, 6-fach Unifarbe, 150 Gramm, 375 Gramm Meter. Und ich verwende dazu die Rundstricknadeln in der Größe 2,75 bis maximal 3. Für diesen Hausschuh habe ich für die kleinste Größe, so 37, 38, ca. 55 Gramm Wolle gebraucht. Also insgesamt, da braucht man nur wenig von der Kontrastwolle. Und pro weitere 2-3 Größen kann man ungefähr 10 Gramm Wolle dazu rechnen. So, ich wünsche euch viel Spaß und dann starten wir einfach. So, bei dem Hausschuh schlagen wir hier oben 60 Maschen an. Pro weitere 2 Größen ungefähr kann man 2 Maschen dazu rechnen. Bei mir ist das die kleinste Größe, ca. 37, 38. Also pro weitere 2 Größen ca. 2 Maschen dazu rechnen. Auf 2 Nadeln schlage ich jetzt 60 Maschen an. So die Maschen anschlagen, wie man gewohnt ist. So, die Maschen habe ich jetzt angeschlagen und jetzt stricken wir 5 Reihen kraus rechts. Also die Randmasche hebe ich ab und stricke ich rechte Maschen. Also alle Maschen stricke ich rechts. Und so stricke ich, bis ich am Ende der Reihe ankomme. So, jetzt bin ich am Ende der Reihe. Die Randmasche stricke ich immer rechts. Man kann diese aber auch links stricken, so wie ihr gewohnt seid. Jetzt wende ich. Da ich die Randmasche immer rechts stricke, hebe ich die Randmasche so ab, dass ich den Faden vor der Arbeit lege und dann die Masche abhebe. Wenn man links strickt, dann bleibt der Faden hinter der Arbeit. So, und jetzt stricke ich alle Maschen rechts. Also das ist die zweite Reihe und dann stricken wir noch 3 weitere Reihen rechte Maschen, also kraus rechts stricken. So, ich habe 5 Reihen kraus rechts gestrickt. Hier habe ich genau die Mitte markiert, also 30 Maschen, 30 Maschen. Jetzt fange ich die 6. Reihe an zu stricken, ganz normal rechte Maschen. Und hier vor der Mitte lasse ich 9 Maschen aus. So, vor der Mitte habe ich 3 Maschen. Jetzt mache ich die Maschenzunahme. Zwar habe ich hier den Faden, ich nehme mir die Seite, drehe einmal und lege mir den Faden auf die Nadel. Das ist die erste Maschenzunahme, 3 Maschen rechts, zweite Maschenzunahme, 3 Maschen rechts und dritte Maschenzunahme. So, und 3 Maschen rechts. So, auf der anderen Seite machen wir genauso die Maschenzunahme. 3 Maschen rechts. Eine Maschenzunahme. 3 Maschen rechts. Eine Maschenzunahme. 3 Maschen rechts. Jetzt stricke ich dritte Maschenzunahme. Dann stricke ich alle weiteren Maschen rechts, bis wir am Ende der Reihe ankommen. Also wir haben jetzt hier in der Reihe insgesamt 6 Maschen zugenommen.
So, in der 6. Reihe fangen wir mit dem Muster an. Ich nehme mir die Kontrastwolle, stricke die Randmasche rechts, stricke ich 3 Maschen rechts, eine Masche abheben, Faden hinter der Arbeit, 3 Maschen rechts, Faden abnehmen, 3 Maschen rechts, Faden abnehmen, so stricken wir, bis wir am Ende der Reihe ankommen. 3 rechts, eine abheben, 3 rechts, eine abheben. Jetzt bin ich am Ende der Reihe, eine Masche abheben und die restlichen 3 Maschen stricke ich rechts. So, jetzt wende ich. So, die Randmasche hebe ich ab und die grauen Maschen stricke ich auch wiederum als rechte Maschen. 2 Maschen rechts. Die Masche, die abgehoben ist, hebe ich ab, Faden vor der Arbeit. 3 Maschen rechts, Faden vor der Arbeit, Masche abheben, 3 Maschen rechts, Faden vor der Arbeit, Masche abheben. Und so stricken wir, bis wir am Ende der Reihe ankommen. 3 rechts, eine abheben. So, am Ende der Reihe habe ich 3 Maschen rechts gestrickt, eine Masche abgehoben und die Randmasche auch rechts. Jetzt wende ich. So, jetzt stricken wir die zweite Musterreihe. Die Randmasche hebe ich ab. Die abgehobene Masche hebe ich auch wiederum ab. Der Faden liegt vor der Arbeit. Jetzt stricke ich 3 Maschen rechts. Eine Masche abheben, Faden vor der Arbeit, 3 Maschen rechts und so weiter. Also 3 Maschen abheben, rechts stricken, eine abheben. So, jetzt stricken wir die dritte Reihe, Musterreihe. Die Randmasche stricke ich mit der blauen Farbe. Jetzt stricke ich eine Masche rechts. Eine Masche abheben, Faden liegt hinter der Arbeit. Jetzt stricke ich 3 Maschen rechts. Also diese Masche, die wir immer abgehoben haben, die liegt jetzt bei uns in der Mitte. Eine Masche abheben, 3 Maschen rechts. Die blaue Schlinie ist in der Mitte. Eine Masche abheben, 3 Maschen rechts. Eine Masche abheben und so stricken wir dann weiter. So stricken wir die Rückreihe, die Randmasche hebe ich ab und stricke ich alles nach Muster. 2 Maschen rechts, eine Masche abheben. 3 Maschen rechts, eine abheben. 3 Maschen rechts. So, jetzt habe ich das falsch gemacht. Abheben, Faden vor der Arbeit. 3 Maschen rechts. Eine Masche abheben, Faden vor der Arbeit. Und so stricken wir, bis wir am Ende der Reihe ankommen. So, jetzt wiederholen wir das Muster. So schaut es bis jetzt aus. Ab der ersten Reihe stricke jetzt wieder mit der grauen Wolle. Die Randmasche stricke ich rechts. Jetzt haben wir hier die graue Masche, die bleibt bei uns dann in der Mitte. Das heißt, ich stricke jetzt 3 Maschen rechts. Eine abheben, Faden hinter der Arbeit. 3 Maschen rechts. Eine Masche abheben, 3 Maschen rechts und so weiter. Also die linke Seite stricken wir dann auch alles nach Muster. Also die abgehobenen Maschen heben wir auch ab. Der Faden bleibt aber vor der Arbeit liegen und so weiter. Also wenn wir auf der rechten Seite stricken, bleibt der Faden hinter der Arbeit. Wenn wir die linke Seite stricken, lassen wir den Faden vor der Arbeit. Ansonsten stricken wir dann alles nach Muster und wir stricken dann noch 3 weitere Musterrapporte. Also erst mit der grauen Wolle und dann wieder mit der blauen Wolle. Wir wiederholen praktisch diese 4 Reihen, die wir bis jetzt gestrickt haben.
Also ich habe jetzt 3 weitere Reihen gestrickt, also keine Musterrapporte, sondern wir haben jetzt insgesamt 2-mal Musterrapport gestrickt. Und jetzt stricken wir mit der blauen Farbe 3 Reihen Kraus rechts. Also ich fange ganz normal an und stricke alle Maschen rechts. Das ist die erste Reihe, dann noch 2 weitere Reihen. Ich stricke jetzt die 4. Reihe, Kraus rechts, und da stricken wir die Maschenzunahme. Also ich stricke erstmal rechte Maschen. Wir haben hier wiederum die Mitte, bis hier 12 Maschen übrig bleiben vor der Mitte. Und dann nehmen wir an 4 Stellen wieder die Maschen zu, in Abstand von 3 Maschen. Jetzt mache ich eine Maschenzunahme. Hier habe ich 12 Maschen, stricke 3 Maschen rechts, nochmal eine Maschenzunahme. 3 Maschen rechts, eine Maschenzunahme, also wir nehmen auf einer Seite 4 Maschen zu und auf der anderen Seite auch 4 Maschen zu, in Abstand von 3 Maschen. Das ist die Mitte. Jetzt stricke ich 3 Maschen rechts, dann eine Maschenzunahme, 3 Maschen rechts, eine Maschenzunahme. So, ich habe jetzt das Ganze gewendet. Jetzt sind wir wieder auf der rechten Seite und jetzt stricken wir wiederum 2 Musterrapporte, also 2 mal 4 Reihen Muster. Also ich beginne jetzt wieder mit der grauen Farbe. Stricke die erste Masche rechts, jetzt stricke ich 3 Maschen rechts, eine Masche abheben, 3 Maschen rechts, eine Masche abheben und so weiter. Dann stricke ich die linke Seite, alles nach Muster, genauso dann 3 Maschen rechts, eine abheben und dann stricken wir im Wechsel auf der rechten Seite, stricken wir 3 rechte Maschen. Die Masche ist dann mittig, das heißt, wir fangen dann mit einer Masche rechts, eine abheben, 3 Maschen rechts, eine abheben, 3 rechts. Und so stricken wir weitere 2 Musterrapporte, also 8 Reihen insgesamt. Also wir haben jetzt mit euch 2-mal dieses Musterstreifen gestrickt. Jetzt wiederholen wir wieder diese 2 Kraus Rechtsrippen. Das heißt, ich stricke jetzt 3 Reihen rechte Maschen und in der 4. Reihe wiederhole ich wieder die Maschenzunahme. Das heißt, ich nehme wieder hier zur Mitte hin 8 Maschen auf. Also wieder, ich lasse dann wieder 4 mal 3 Maschen vor der Mitte, das heißt 12 Maschen, und nach allen 3 Maschen nehme ich dann die Masche zu. Also insgesamt nehmen wir dann wieder 8 Maschen auf. Also wir wiederholen praktisch das, was wir hier auch gestrickt haben. 3 Reihen Kraus rechts und in der 4. Reihe Maschenzunahme. Jeweils 8. Also auf einer Seite 4 Maschen und auf der anderen Seite nehmen wir 4 Maschen zu. So, also wir haben die Maschenzunahme gestrickt und nach der Maschenzunahme habe ich noch weitere Reihen Kraus rechts gestrickt, so dass ich insgesamt jetzt 6 Reihen Kraus rechts habe. Also ich habe jetzt 3 Rippen Kraus rechts nach diesem Muster. Jetzt mache ich Folgendes: Ich habe mir in der Mitte hier 16 Maschen markiert. Das ist für die Größe
37, 38. Falls man mehr Breite vorne braucht, kann man auch mehr Maschen hier nehmen. Also 18, 19, 20, je nachdem, wie breit man es braucht vorne an der Fußspitze. So, jetzt mache ich Folgendes. Ich nehme die Maschen bis zur Markierung auf die rechte Nadel ohne Stricken ab. Einfach die Maschen abnehmen. Und dann stricken wir mit euch die Spitze. So, jetzt bin ich hier vorne. Jetzt nehme ich den Faden und stricke erstmal, also diese 16 Reihen, stricke ich jetzt 8 Reihen kraus rechts, also 8 Reihen rechte Maschen stricken wir jetzt. Das ist die erste Reihe und dann noch weitere 7 Reihen rechte Maschen stricken. Und danach stricken wir mit euch die Maschenabnahme. So, bis zur Markierung stricken, wenden und dann weitere Reihen stricken. So, ich habe jetzt 8 Reihen kraus rechts gestrickt. Hier kann man auch die Linie individuell anpassen, wenn man, das ist jetzt für Größe 37, ca. 38, 8 Reihen reichen, pro weitere 1-2 Größen noch 2 Reihen dazu häkeln, stricken meine ich. So, und jetzt stricken wir die Maschenabnahme. Für die Spitze, ich stricke erstmal alle Maschen rechts, bis am Ende der Reihe 3 Maschen übrig bleiben. So, ich habe jetzt 3 Reihen Maschen übrig und jetzt stricke ich die ersten 2 Maschen rechts zusammen und die letzte Masche stricke ich auch, also ganz normal wie bis jetzt rechts. Jetzt wende ich. So, hier stricke ich genau gleich, also die Randmasche hebe ich ab und jetzt stricke ich wieder alle Maschen rechts, bis am Ende der Reihe 3 Maschen übrig bleiben. So, jetzt habe ich 3 Maschen übrig und jetzt stricke ich die ersten 2 rechts zusammen und die letzte Masche stricke ich rechts. Und auf diese Weise immer am Ende jeder Reihe stricken wir eine Maschenabnahme, bis wir praktisch alle Maschen abgenommen haben. So, jetzt habe ich die Maschen soweit abgenommen, so schaut es aus, bis bei mir praktisch 3 Maschen übrig bleiben. Und stricke ich diese 3 Maschen auch alle rechts zusammen. So. Genau. So schaut das Ganze jetzt aus. Jetzt schauen wir, wie breit es geworden ist. Also bei mir ist es jetzt hier ca. 7,5 cm. Die Breite von der Spitze hier unten. Also da kann man auch, wie gesagt, pro weitere Größen zum Beispiel 2 Maschen dazu rechnen. Pro weitere 1-2 Größen. So, ich habe hier die Höhe jetzt von 7 cm. Also die komplette Linie kann ich jetzt schlecht ausmessen, sehr wahrscheinlich, muss ich gucken. Ungefähr sind das 16 cm. So, jetzt machen wir Folgendes. Jetzt fangen wir wieder hier auf der rechten Seite an zu stricken. Nehmen hier die Maschen auf beiden Seiten und stricken dann hier die Reihe zu Ende.
So, also ich habe jetzt alle Maschen auf die linke Nadel abgehoben und jetzt fangen wir hier an zu stricken. Ich stricke jetzt alle Maschen rechts, bis ich an der Spitze ankomme. So, jetzt sind wir bei der Spitze und zwar dann haben wir Folgendes. Wir haben hier immer diese 2 Schlingen. Pro diese 2 Schlingen verstricke ich mir dann jeweils immer eine Masche. So, hier in der Ecke nehme ich mir aber noch eine zusätzliche Masche auf, sonst entsteht hier ein Loch. So irgendwo einstechen. Hier und eine Masche auch aufnehmen. So, und jetzt pro weitere 2 Schlingen nehme ich einfach so die Maschen auf. Also einstechen, Faden holen, 2 Schlingen, einstechen und einfach Faden holen. Und so machen wir, bis wir am oben ankommen. So schaut es dann aus. So, jetzt bin ich ganz oben und hier nehme ich auch ganz normal in diese 2 Schlingen, nehme ich dann die Maschen auf. So, ich habe jetzt die Maschen aufgenommen und jetzt hier in diesem Zwischenraum auch schauen, dass man hier noch irgendwo eine Masche aufnimmt. So, jetzt stricke ich alle weiteren Maschen als rechte Maschen, bis ich am Ende der Reihe ankomme. Also so schaut es jetzt aus. Ich habe jetzt alle Maschen aufgenommen und jetzt machen wir Folgendes. Wir haben jetzt eine Reihe gestrickt und dann stricken wir noch 7 weitere Reihen kraus rechts. Also insgesamt 8 Reihen haben wir dann. Und das sind dann hier praktisch der Abschnitt von 8 kraus rechts Reihen. Das stricken wir und anschließend stricken wir die Sohle. Also wir stricken jetzt erstmal alle, also 7 Reihen kraus rechts. So, also nachdem wir diese 8 Reihen gestrickt haben, hier 4 Rippen, habe ich mir Folgendes gemacht. Ich habe hier 10 Maschen in die Mitte aufgeteilt und hier also die gleiche Maschenanzahl auf den Seiten. Und jetzt stricken wir mit euch die Sohle. Also ich fange hier an zu stricken, ganz normal, alle Maschen rechts, bis ich bei der Markierung ankomme. Also das ist bei mir die erste Markierung. Und jetzt bin ich bei der zweiten Markierung. Das sind die mittleren 10 Maschen. So, die Markierung hebe ich mir, also mache ich ab. Das ist bei mir jetzt die 10. Masche. Also die habe ich noch nicht verstrickt. Also die 10. Masche, die 10. und die 11. Masche stricken wir rechts zusammen. Ich stricke das immer so von hinten, steche ich ein und stricke 2 Maschen rechts zusammen. Also das sind jetzt immer noch die mittleren 10 Maschen, die 10. und die 11. Masche habe ich zusammen gestrickt. Jetzt wende ich so, jetzt hebe ich die erste Masche ab. Faden liegt bei mir vor der Arbeit. Jetzt stricke ich 8 Maschen rechts. So, das ist die 10. Masche. So, die 10. und die 11. Masche stricke ich beide rechts zusammen. Und das Ganze wiederholen wir. Also ich wende jetzt wieder. Ups. So, die Randmasche hebe ich ab. Faden liegt vor der Arbeit.
So, und das ist jetzt die 10. Masche. Wir sehen das wegen dem Abstand. Die 10. und die 11. Masche stricke ich rechts zusammen. Und so stricken wir weitere Maschenabnahmen, bis wir praktisch hier alle Maschen verstrickt haben. Bis am Ende der Reihe, so circa 4-5 Maschen kann man übrig lassen. Also einfach jetzt weiterhin auf diese Art und Weise stricken, immer am Ende der Reihe die 10. und die 11. Masche rechts zusammenstricken. Die Breite von der Sohle, also ich habe jetzt für die kleinste Größe, habe ich jetzt 10 Maschen mir für die Mitte genommen, für die Sohle. Man kann natürlich bei größeren Größen 12, 14, 16 Maschen nehmen, je nachdem auch wie breit der Fuß ist. Genau, so stricken wir die Sohle dann weiter, so schaut es dann aus. Bis ihr praktisch, wie ich schon sagte, hier auf der Seite, ich sag mal jetzt 5 Maschen übrig bleiben. Ich habe jetzt soweit gestrickt. Ich habe jetzt in der Mitte 10 Maschen und auf den Seiten jeweils 5 Maschen. Wenn man in der Mitte zum Beispiel 12 oder 14 Maschen für die Sohle hat, kann man hier 6 oder 7 Maschen übrig lassen. So, jetzt stricken wir die Maschenabnahme für die Ferse. Also die erste Masche hebe ich ab, Faden vor der Arbeit. Die nächsten 2 Maschen stricke ich rechts zusammen. 2 Maschen rechts. Jetzt stricke ich 4 Maschen rechts. Also das ist bei mir die 10. Masche. Die 2 Maschen davor stricke ich auch rechts zusammen. Die 10. und die 11. Masche stricke ich wie bis jetzt auch zusammen. So, jetzt wende ich die linke Seite, stricken wir alles wie bis jetzt ohne Maschenabnahme. Also die Randmasche hebe ich ab, alle weiteren Maschen stricke ich rechts. Und 10. und die 11. Maschen stricke ich auch wie bis jetzt so zusammen. Die 10. und die 11. Masche stricke ich rechts zusammen. Jetzt wende ich. So, die Randmasche hebe ich ab. Faden vor der Arbeit. Die ersten 2 Maschen stricke ich rechts zusammen. Dann stricke ich 2 Maschen rechts. Und die nächsten 2 Maschen stricke ich rechts zusammen. Und das ist bei uns wieder die 10. und die 11. Maschen, die stricken wir auch wie bis jetzt rechts zusammen. Jetzt wende ich und die linke Seite stricke ich wiederum alle Maschen rechts. Die Randmasche hebe ich ab. 1, 2, 3, 4. Und das sind wieder die 2 Maschen von der Sohle, die stricke ich rechts zusammen. Das ist dann praktisch die 10. und die 11. Masche, die wir immer zusammen gestrickt haben. Jetzt wende ich. So. Die Randmasche hebe ich wieder ab. Was haben wir jetzt in der Mitte? Jetzt haben wir in der Mitte 4 Maschen. Die ersten 2 stricke ich rechts zusammen. Und die nächsten 2 Maschen stricke ich auch rechts zusammen. Das ist dann die 10. und die 11. Reihe, stricke ich auch rechts zusammen. So schaut es aus. Jetzt wende ich. Die Randmasche hebe ich ab. 2 Maschen rechts. Das ist wieder die 10. und die 11. Masche, stricke ich rechts zusammen. So, jetzt wende ich.
So, was haben wir jetzt? Wir haben jetzt 8 Maschen. So, die Randmasche hebe ich ab. Die nächsten 2 Maschen stricke ich rechts zusammen. So, und jetzt stricke ich alle weiteren Maschen rechts. Also es ist eigentlich egal, wie viele Maschen man hier übrig hat. Ich habe jetzt 7 Maschen. Es können auch weniger oder mehr Maschen sein. Jetzt mache ich Folgendes. Jetzt nehme ich mir eine Häkelnadel und ich nehme jetzt die Maschen auf die Häkelnadel ab. Und ziehe jetzt den Faden durch diese Schlingen durch. So. So, den Faden kann man jetzt abschneiden, aber etwas länger, damit wir mit dem Faden auch vernähen können. So, jetzt habe ich hier diese Schlinge, da ziehe ich den Faden einmal durch diese Schlinge durch. Und so habe ich die Ferse dann zusammengezogen. So schaut die Ferse dann aus. Jetzt lege ich die rechte Seite auf die rechte Seite drauf. So, und jetzt vernähen wir das Ganze. Das kann man mit einer Nähnadel machen oder mit einer Häkelnadel. Ich mache das mit einer Häkelnadel. So, und zwar, wir haben hier immer diese 2 Schlingen. Vorne 2 Schlingen und hinten 2 Schlingen. Da kann man einstechen. So, ich steche erstmal hier oben irgendwo ein. Hol mir den Faden und ziehe die dadurch. Und jetzt gehe ich hier unter diese ersten 2 Schlingen und die nächsten 2 Schlingen, hole den Faden und ziehe die linke durch die rechte Schlinge durch. Dann wieder durch die ersten 2 Schlingen, durch die zweiten 2 Schlingen, Faden holen, die linke durch die rechte durchziehen. Und auf diese Weise kann man den Schuh vernähen, also nicht so stark zusammenziehen, damit sich die Naht nicht zusammenzieht. So, jetzt habe ich das vernäht. So schaut es nochmal auf der rechten Seite aus. Und jetzt verarbeiten wir nur noch unsere Fädchen. Also ich mache es folgendermaßen. Wenn wir zum Beispiel einzelnen Faden haben, mache ich das so, dass ich den Faden in 2 Teile aufteile. So, und dann irgendwo die Häkelnadel durchsteche, eine Seite durchziehe. Jetzt kann man den Faden einen Knoten binden. So, jetzt kann man ein paar Mal noch durchziehen irgendwo und dann kann man abschneiden. So, wenn man schon 2 Fädchen hat, kann man die beiden auch genauso verarbeiten. Ein paar Mal durchstechen und dann kann man abschneiden. Und auf diese Weise verarbeiten wir alle unsere Fädchen. So schaut es aus. So, dann sind wir soweit fertig. So schaut der Schuh nochmal am Fuß aus. So, ich wünsche euch viel Spaß. Macht mit, probiert aus, abonniert auch meinen Kanal. Würde mich sehr freuen. Schreibt mir auch Kommentare und bis zum nächsten Mal.